Das Auswärtige Amt, das hat jetzt einen Online-Beitrag veröffentlicht und dort Aussagen von Donald Trump klargestellt. Dafür erntet das Ministerium von Annalena Baerbock Kritik. Trump hatte im TV-Duell mit Kamala Harris Deutschland als Beispiel einer gescheiterten Energiewende aufgeführt. Deutschland habe das versucht und innerhalb eines Jahres sind sie zum Bau normaler Kraftwerke zurückgekehrt, sagte Trump. Das Auswärtige Amt schrieb daraufhin auf seinem englischsprachigen Ex-Account, ob es einem gefällt oder nicht, Deutschlands Energiesysteme sind voll funktionsfähig mit 50% erneuerbarer Energie. Und man schalte Kohle- und Atomkraftwerke ab und nicht zu. Kritik kommt nun von der Union. Sie wirft der Außenministerin Einmischung in den US-Wahlkampf vor. Darüber möchte ich sprechen mit Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag, Frau Würzbach. Also die Bundesregierung hat die Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zurückgewiesen, dass Deutschland ein Problem beim Umstieg auf die erneuerbaren Energien hat. Trump hatte ja behauptet, dass man auch wieder anfangen würde, normale Kraftwerke zu bauen. Lassen Sie uns gerne einmal die Faktenlage da jetzt erstmal bestätigen. Wer hat recht? Was ist da dran? Also, dass wir Probleme haben mit unserer Energiewende, ist ja nun wirklich nicht neu. Das hat sich in der ganzen Welt herumgesprochen, natürlich auch in den USA. Und es überrascht auch nicht, dass gerade Trump da den Finger in die Wunde legt. Aber natürlich war der Bezug auch von Trump mit Blick auf Kohlekraftwerke oder Nuklearkraftwerke so natürlich falsch. Aber in der Reaktion, wie das Außenministerium darauf reagiert hat, das ist auch mehr als unglücklich und eigentlich so ein bisschen unseriös. Denn diese 50% beziehen sich ja nicht auf das gesamte Energiesystem, sondern wir haben diesen Prozentsatz, bildet sich eben nur ab für den Stromverbrauch, aber nicht für den primären Energieverbrauch des gesamten Landes. Und darüber hinaus darf man ja auch nicht übersehen, dass wir ja gerade mit dieser neuen Kraftwerkstrategie zwar keine neuen Kohlekraftwerke bauen wollen, aber eben auch neue Gaskraftwerke bauen müssen, um die Versorgungssicherheit bei Strom entsprechend zu gewähren. Diesen Zusatz hatte das Auswärtige Amt dann später noch nachgereicht mit dem Strom, allerdings dann nur in der deutschen Sprache. Insgesamt will man auf jeden Fall vermitteln, dass die Energiewende funktioniert hat. Sie haben jetzt einige der Probleme schon angesprochen. Deutschland hat extrem hohe Strompreise noch immer im internationalen Vergleich. Ist das etwas, was man kurzzeitig verkraften muss, um am Ende eine glückliche Energiewende zu haben, oder tatsächlich ein Problem, das man mit der jetzigen Politik auch gar nicht mehr loswerden kann? Na, ursprünglich war ja gedacht, diese höhere Strompreise deswegen auch so festzulegen. Einerseits muss das natürlich finanziert werden, zum anderen aber auch die Bürger und die Industrie anzustacheln, eben Energie zu sparen. Das ist durchaus auch erfolgt. Aber mittlerweile sind diese Strompreise international gesehen ein echtes Hindernis auf dem Weg, diese Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und vor allem auch der energieintensiven Wirtschaft zu gewährleisten. Und wir haben ja gerade in der politischen Diskussion sowohl hier in Berlin, aber auch in Brüssel die Erkenntnis gewonnen, dass diese industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowohl Deutschlands wie Europas eben gefährdet ist. Und da spielen diese sehr, sehr hohen Strompreise international, die zu den höchsten der Welt gehören, eben eine sehr, sehr wichtige Rolle und sind in der Tat ein Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit, wie gesagt, vor allem der energieintensiven Wirtschaft. Könnte man denn dann tatsächlich im Umkehrschluss von den USA und auch von Donald Trumps Politik, die wir schon in seiner ersten Amtszeit gesehen haben, lernen? Das Thema Fracking in den USA mal wieder ein Thema, das hier in Deutschland relativ schnell wieder totdiskutiert worden ist. Ja, alles, was irgendwie in die Erde kommt, das betrifft ja nicht nur das Thema Fracking, was wir tot gemacht haben, obwohl das auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit natürlich eine wichtige Option gewesen wäre. Und ich teile die immer wieder geäußerten Kritik an den Umweltrisiken so nicht, weil die sind durchaus beherrschbar. In den USA war das lange Zeit eben deswegen ein Problem, weil es überhaupt keine Umweltregulierung entsprechend gab. Aber wir sehen auch an dem Beispiel von Carbon Capture and Storage, also der Einlagerung von CO2, das ist etwas, was wir 2002 eben auch schon tot gemacht haben für die energieintensive Wirtschaft. Und das ist jetzt wieder sozusagen herausgehoben worden, da ist Habeck pragmatischer geworden.
Aber wenn wir dieses CO2 bei uns eben einfangen in der energieintensiven Wirtschaft, dann soll das nicht bei uns eingelagert werden, sondern soll transportiert werden an die Küste und von dort eben nach Norwegen, Großbritannien oder wo auch immer hin verschifft werden, nur nicht in den deutschen Boden. Und auch das ist natürlich am Ende letztlich ein zusätzlicher Kostentreiber, wenn wir das auch nicht in Deutschland selbst entsprechend einlagern. Herr Umbach, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen zum Gegentweet des Auswärtigen Amts. Also die Energiewende in Deutschland immer noch mit Problemen behaftet. So ganz richtig war Donald Trump mit seinen Aussagen dennoch nicht, was die Kraftwerke hier in Deutschland angeht. Gut, dass wir das noch mal aufgeklärt haben. Danke. Ja, danke auch und schöne Grüße nach Berlin.